When we focus on our body, when we focus on our mind, we are practicing concentration. Solange wir uns auf unseren Körper konzentrieren oder auf unseren Verstand, dann üben wir Konzentration. When we focus on our thought behind our thought, we are practicing contemplation. Wenn wir uns konzentrieren auf den Gedanken hinter dem Gedanken, dann praktizieren wir Kontemplation. Concentration and contemplation compress. Konzentration und Kontemplation Squeeze. ja, Compress. verdichten. Dankeschön. When we get to meditation, we release. Wenn wir Meditation ausüben, entspannen wir. No more concentration. Keine No more Konzentration, contemplation. keine Kontemplation. The Buddhists, they did something great. Die Buddhisten haben etwas Großartiges They getan. did many great things, but Die they, haben viele großartige Dinge getan. they recommended that what we concentrate and contemplate eventually leads to emptiness. Sie haben eingeführt, dass wenn wir uns konzentrieren und kontemplieren, das irgendwann zur Leere führt. The Sufis use a different word, slightly different perfume, which is stillness. Die Sufis benutzen ein anderes Wort, mit einem leichten anderen Parfum. Und das wäre, Stille ist das falsche Wort in Deutsch, es ist eigentlich Bewegungslosigkeit. So you're concentrating, it takes concentration to do the practice with the body, and you finally get to the mind. It takes contemplation, going behind every thought as it arises, and which is also a practice of narrowing the consciousness, and from concentration and contemplation comes stillness. Also ihr konzentriert euch über den Körper, dann kontempliert ihr auf den Gedanken hinter den Gedanken und das alles verengt unsere Aufmerksamkeit und dann kommt ihr dahin, wo sich alles ausweitet und wo ihr in die Stille kommt, in die Bewegungslosigkeit. Concentration and contemplation are the path that leads to stillness. They're not the end. Konzentration und Kontemplation sind der Weg, der in die Stille führt. In die Stillheit. It's a very subtle point and not perhaps relevant, but necessary nevertheless. Und das ist ein ganz feiner Punkt. Und der ist nicht immer ganz offensichtlich, aber er ist wichtig. Emptiness is still something. Leere ist immer noch etwas. Stillness is more descriptive of emptiness than the word emptiness. Stillheit beschreibt das Wort oder den Zustand besser als das Wort Leere. If you remember what we did yesterday, Wenn ihr euch erinnert, was wir gestern getan haben, I am his expression, her ich bin expression. sein, Its ihr, expression. der Ausdruck dessen. It doesn't always need to express itself. Es muss sich nicht immer ausdrücken. It needs to be still. Es muss still sein. You know, we hear often that phrase in the Bible, be still and know that I am God. Wir haben oft hören diesen Satz häufig in der Bibel. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. This is God talking to itself. Das ist Gott, der mit sich selbst spricht. At one level, it's for human beings, Auf einer Ebene ist es für das menschliche Wesen, but it's really God talking to itself.
Aber es ist tatsächlich Gott, der mit sich selbst spricht. And if you really want to understand the New Testament, Und wenn ihr wirklich das Neue Testament verstehen wollt, see everything that Jesus said as God talking to itself. schau dir alles das an, was Jesus sagt, als etwas, das Gott zu sich selbst sagt. Up to the very last statement, oh, why hast thou forsaken me? Bis hin zu dem letzten Satz, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? That got us out there. You know, you mentioned the Heart of Perfect Wisdom Sutra, which ends Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. And we always translate Svaha. It means gone, gone, gone to the other shore, gone beyond gone, illumination. But I think of it as you're in the boat, you know, you're in the boat and you're crossing the river and you're leaving and you're going beyond the beyond and all. And what's at the end? Not illumination, because that's another river. Stillness. Not to mention that the very word svaha sounds more like stillness than it does illumination. The sound of the word, svaha. Also du hast über das Herz der perfekten Erleuchtung Sutra, der perfekten Stillheit Sutra gesprochen und da gibt es, ganz am Ende gibt es diesen Satz Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhisvaha. Der bedeutet so viel wie gegangen, gegangen, hinübergegangen, immer noch weitergegangen in die Erleuchtung, wobei wir Erleuchtung eigentlich ersetzen könnten mit Stillheit, in die Stille. Und dass auch das Wort Svaha an sich schon vom Klang her mehr über Stille spricht als über Erleuchtung, weil Erleuchtung ist schon wieder ein anderer Zustand. Es ist schon wieder auf dem See sein und nicht mehr in der Stille.